Love Story Österreich. Heute besuche ich Kathi und Anna im Urlaub, die mit ihrem Bulli sich ein wunderschönes Panorama ausgesucht haben. Da sind die beiden. Hallo! Hallo! Ja, ihr habt ja eine coole Karre. Ja, du auch! Hallo, ich bin der Christian. Kathi, hoi. Hallo, Anna, Hi, hallo! ihr beiden. Na, Ja, schönen Hintergrund habt ihr ja euch genau. ausgesucht. Ja. Im ersten Gang sind wir da die steilen Stücke rauf. Aber hat er gut gemacht, oder? Ja, langsam aber doch. Ja. Haben wir es geschafft. Wie alt ist euer Bus? 78 Baujahr. Cool. Also schon Ja. okay. Älter wie deine. Etwas. Wir haben Urlaub. den VW-Bus gekauft, als wir 17 waren. Also wir sind zusammen in die Schule gegangen. Und haben da halt ab und zu drüber geredet, so dass das von uns schon immer von beiden einzeln getrennter Traum war. Und dann waren wir so, ja, finanziell können wir es uns besser leisten, wenn wir es zu zweit machen. Und Kathis Papa restauriert Oldtimer. Und der hat dann gesagt, ja genau, sonst wäre das alles nicht möglich geil, ne? gewesen Ja. ohne ihn. Und dann hat er gesagt, ja, er bringt uns da ein bisschen was bei und hilft uns auch, weil also alleine niemals. Aber ihr habt schon, also nicht der Papa hat gemacht, sondern ihr habt schon auch, Ja, ihr habt schon wir auch. waren immer dabei. Er hat gesagt, Ohne der Deal uns ist, dass geht wir nichts. dabei sind. Ja. Er macht da nichts für uns selber. Ja. So. Ja, es war echt ganz cool. Ja. Aber das heißt, ihr habt ihn mit 17 gekauft und Ja. Führerschein dann gleich mit 18 gemacht? Ja, ich mit 17 Und noch. ich war schon 18. In Also Österreich ich kann man Führerschein L17 okay. machen. Ja, Genau. genau. Und dann sind wir Losgefahren. gleich los nach Italien. Ja, das war witzig. Und halt ohne irgendwas. Es hat sich halt auch erst so mit der Zeit dann entwickelt, dass wir gewusst haben, okay, beim nächsten Mal nehmen wir mal Stühle mit oder einen Tisch, Kochtopf. ja. Also so. Da haben wir immer mit der Gaskartusche am Boden mit einem Topf. Ja, hier. So eine Matratze zugeschnitten dann und dann im Sofa auch die Matratze verbaut. Das heißt, Das wenn heißt, ihr habt wirklich ein wir bequemes genau, Bett. wenn ja, wir und das drin alles der liegen, gleiche Untergrund eigentlich. genau, hat ist, alles genau. die gleiche Matratze. Wie kam es zum Bus? Also warum habt ihr einen VW-Bus genommen? Es gäbe ja auch 1000 andere Fahrzeuge, die lustig aussehen oder Wir so. wollten einen T2, das war eigentlich immer klar. Ja. Ich weiß auch nicht. Und einfach in Verbindung mit dem Campen war es einfach, glaube ich, ein Oldtimer, wo wir nutzen können, wo wir unterwegs sein können. Da sind wir losgedüst und haben mit Kathis Papa ist mitgekommen für uns, weil wir hatten ja keine Ahnung, auf was man achten muss. Ja. Gerade bei alten Autos mit Unterboden und Co. Und er hat dann halt das abgecheckt, ob das schon Ja. irgendwie... Und ja, wir waren dann so, sollen wir jetzt, sollen wir nicht? Und der Papa so, jetzt bin ich so weit gefahren, jetzt nehmen wir das Auto und jetzt fahren wir heim. Und ich glaube, ich habe es nie bereut. Es war halt auch die coolste Zeit, weil wir haben beide studiert noch und dann hatten wir immer 3 Monate Ferien und wir sind halt jedes Jahr 6 Wochen in Urlaub gefahren. Und da ist auch egal, wenn wir halt 1,5 Wochen nach Spanien brauchen. Einmal, oh mein Gott, das war so witzig, hatten wir also im ersten Jahr eine Panne an einer Raststätte und dann im zweiten Jahr sind wir wieder gefahren, dann hatten wir eine Panne genau an der gleichen Raststätte. Und wir sind da gesessen und waren so, irgendwie kommt uns das so bekannt vor. Aber es frustriert euch nicht, wenn das passiert. Das sind nur so die Situationen, wo uns halt wieder unsere Freundschaft halt zusammenschweißt und wo wir halt uns gegenseitig immer sagen, komm, ist ja nicht so schlimm, wir machen jetzt das Beste draus und das gehört halt dazu. Aber wir haben zum Glück immer die wichtigsten Ersatzteile dabei gehabt. Und die schraubt ihr dann auch selber? Ja, das, was wir können, schon. Meistens mit Videocall am Papa. Ja, aber So, hör mal, das hört sich gleich komisch an, was kann das Dann hat er uns sein? immer angeleitet. Einmal haben wir auf einer Raststätte den Keilriemen ausgetauscht. Das war witzig. Boah, das ist schon- weil der so neu war und dann haben wir ihn nicht draufgekriegt, dann hat uns ein LKW-Fahrer geholfen. Also wir finden schon immer, so, es ist eh immer so, sobald wir da aufmachen und herumwerkeln, kommen schon Leute Ja. und fragen alle immer. Und Aber irgendwie auch das, was der Urlaub so besonders macht, so unabhängig. das heißt, es ist für euch wirklich so eine Zeitkapsel und so. Ja, Wenn wir damit unterwegs sind, dann dann sind wir weg. seid ihr Ja, weg. ja, genau. wir waren noch immer so zur Familie. Tschüss, wir sind jetzt 6 Wochen weg, nur zu Kathis Papa, aber die rufen wir schon noch an. Dich rufen wir schon noch Und an. immer wenn wir angerufen haben, hat er gesagt, was ist wieder Was ist passiert? jetzt schon wieder? Sonst hättet ihr euch auch nicht gemeldet. Ja, genau, das hat er schon gewusst. Ja, cool, jetzt haben wir dir voll viel von unserem Bus gezeigt. Zeig mal du dein Auto her. Habt ihr mal Lust zu fahren? Ja, klar. Ja, gern. Gute Idee. Das ist echt so leise, das Auto, unglaublich. Ist das vom Fahrgefühl her? Ist das wie bei euch im Bulli oder ist das was ganz anderes? Na, Oder? ganz anders. Alleine wegen der Servolenkung.
Wir kurbeln immer. Fühlt sich an, wie wenn man U-Bahn fährt. So voll ruhig. Sollen wir dafür noch mal ein bisschen durch die Gegend fahren und uns einen schönen ruhigen Ort aussuchen? Ja, das ist Ja, los! Ja, sehr schön. Tolle Strecke. Und das Panorama. Ja, das Spot, ja. Super Panorama. Mega cool. Wenn euch jemand fragt, der auch jung ist und vielleicht auch ein Mädel ist, wo die Eltern sagen, ah nee, mach das lieber nicht. Was würdet ihr raten? Mach's dann nicht oder mach's trotzdem, weil es lohnt sich? Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich. Ja, das sind einfach Erlebnisse, die nimmt uns niemand mehr. Und Ja. Das sind die coolsten Erinnerungen. Ja. Wirklich. Wir haben so frei gelebt, so sorglos. Vor allem auch mit der Versicherung, so dass der Schutzbrief mit der Rückholversicherung, so, wir waren immer so, ja gut, auch wenn wir liegen bleiben. Ja, Also Lösung wir hatten gibt's jetzt nie immer Angst, für dass alles. wir das Auto zurücklassen müssen oder ja. Es war eigentlich echt immer immer gut. easy. Ja. Was bedeutet der Bulli für euch? So, es war auch Flexibel. unser erstes Auto und ja, es hat uns die Freiheit gegeben, ohne Eltern dahin zu fahren, wo wir wollten und ja, Ja, und einfach flexibel sein, Ja, da hin, wo es unabhängig. uns gerade taugt. Und wenn ein Ort cool ist, dann bleiben wir da halt. Und wenn es uns nicht taugt, Ja. dann fahren wir weiter. und waren unabhängig, kein Zeitfenster, wo man irgendwie wo sein muss. Ja, und einfach während dem Studium haben wir so viel Zeit gehabt. Und ich glaube, mit dem Bus gibt es da halt die Möglichkeit, einfach über längere Zeit relativ günstig zum Reisen. Ja, Man braucht halt eigentlich nichts, So, wenn wir man mal haben den dort Sprit ist. gezahlt, hin, zurück Ja. und dann dort Man so kann günstig kochen, gelebt. ja, ist halt alles da. Ja. Ja. Auf so VW-Bus-Treffen oder sowas fahrt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Also für euch ist Waren wir das noch nie. Ne? weil wir machen Volkswagen selber, ja in Hannover, ein riesengroßes Treffen. Ja. Also, da würde ich mich freuen, wenn ihr Lust hättet, da hinzukommen. Also, Ja. also es gibt auch Aufkleber für nächstes Jahr. Ja, ist sicher Option. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da hinkommt. Einen Stellplatz wir haben wir einrichten. reserviert für Ja. euch. Ja, cool. Danke. Hätte ich noch einen letzten Wunsch, und zwar würdet ihr auf meiner Küchenbox unterschreiben. Bisher hat jeder unterschrieben, der bei den Love Stories dabei ist. Und Ja, klar. wäre ja. klasse, wenn ihr das auch Ja, machen würdet. sicher. Das war sie auch schon wieder, die Bulli Love Story, diesmal mit den Fans aus Österreich. Ein Tag, der wieder wie im Fluge verging, aber ein tolles Beispiel dafür ist, dass man einfach auch mal losfahren sollte, wenn man Spaß an einem VW-Bus hat. Einfach machen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dieser Love Story wie ich und ich freue mich schon auf die nächste. Seid einfach mit dabei.